Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles Rezept für ein leckeres Hähnchengeschnetzeltes mit Curry-Sahnesoße. Dafür habe ich hier als erstes 750 Gramm Hähnchenbrustfilet. Einfach mit einem Messer in Streifen oder mundgerechte Stücke schneiden. Danach eine große Zwiebel abziehen, anschließend grob hacken. Außerdem noch 3 Paprikaschoten, eine rote, eine gelbe und eine grüne. Waschen, entkernen und dann ebenfalls in mundgerechte Stücke schneiden. Zum Schluss bereiten wir noch schnell unsere Soße vor. Dafür einen Esslöffel Speisestärke und 2 Teelöffel Currypulver in einen Mixbecher geben. 400 ml kalte Gemüsebrühe oder Gemüsefond dazu gießen. Außerdem 200 ml Sahne und dann alles mit einem Schneebesen verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und die Soße anschließend kurz zur Seite stellen. Als nächstes eine große Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, das gewürfelte Hähnchenfleisch in die Pfanne geben, ein wenig darin verteilen, dann schon mal mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze rundherum braun anbraten, das Fleisch dabei einmal wenden und wenn das erledigt ist, aus der Pfanne heben und zur Seite stellen. Danach erneut einen Schuss Öl in die Pfanne geben, jetzt die Paprika und Zwiebelwürfel dazugeben und für weitere 3 bis 4 Minuten unter gelegentlichem Wenden bei mittlerer Hitze anschwitzen. Danach sind wir im Prinzip auch schon fertig. Das Hähnchenfleisch wieder zurück in die Pfanne geben, außerdem die vorbereitete Currysoße dazu gießen. Alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Zum Kochen bringen und dann so lange bei niedriger bis mittlerer Hitze köcheln lassen, bis das Hähnchen gar ist und die Soße eine cremige Konsistenz erreicht hat. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wer mag, kann noch etwas Chilipulver oder ein paar Chiliflocken dazugeben, einen guten Spritzer Orangensaft, alles ein letztes Mal gut umrühren und dann sind wir fertig. Das Hähnchengeschnetzelte zusammen mit einer Portion Reis auf tiefen Tellern verteilen. Für die Garnitur noch etwas fein gehackte Petersilie drüber streuen und dann servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.